Abenteuer Batschewko beginnt. Wir sind gerade auf dem Weg zu der Ausgrabungsstelle. Relikte der Geschichte. Wir sind wieder in Batschewko nach knapp 4 Jahren und nehmen an der Ausgrabung hier teil. Wir werden mit dem Terrovideo Bodenscanner nach einem Brunnen suchen und gucken uns erstmal die Ausgrabung an. Alt-Wartenburg ist eine Siedlung aus dem 14. Jahrhundert, um 1330 errichtet, 1354 untergegangen nach einem Überfall der Litauer. Es war eine Siedlung des Deutschen Ritterordens, um die Grenze zu Litauen zu bewachen und zu verteidigen. Ob es sich um eine Stadt handelt, ist nicht bewiesen, da sich keine Urkunde erhalten hat, in der die Stadtrechte verliehen worden sind. Das kann auf den Brand zurückzuführen sein, oder aber es kam nie zu einer Verleihung, weil die Stadt dann nicht mehr existierte, oder die Siedlung. Wir sind jetzt im Haus Nummer 13. Das Besondere daran ist, dieses Haus ist quer zu den anderen Gebäuden und Kellern gebaut worden. Also die Lage ist etwas seltsam. Wir sehen hier die Spuren des Brandes. Es ist alles Holz, was man hier so sieht. Es wurde in Holz-Erde-Bauweise errichtet. So, wir gucken uns das einfach mal jetzt an. So, hier sehen wir die Pfostenlöcher. Es ist die Vermutung nahe, dass das Gebäude eine Schmiede war oder eine Schmiede dran hatte. Wir werden gleich ein Bild der Rekonstruktion sehen. Hier wurden viele Metallfunde gemacht worden, auch viel Schlacke. So könnte es ausgesehen haben, das Gebäude. Im Hintergrund die Schmiede. Ja, hier sehen wir in der Ecke ein Gefäß. Das wird nochmal etwas näher gezeigt. Am Ende vom Video zeige ich euch Fotos der Funde, die hier gemacht worden sind. Nähere Beschreibung und mehr Infos in der neuesten Ausgabe von Relikte der Geschichte, der Nummer 38, die jetzt im Oktober erschienen ist. Rechts oben haben wir gerade gesehen ein Eisenanker in der Wand. Hier sehen wir ein paar Scherben. Ja, hier sieht man die Wände noch, die sie erhalten haben vom Keller. Ja, hier ist das Gefäß nochmal. Man sieht ja super die Muster. Oder das Muster. Hier sehen wir auch noch Funde aus diesem Gebiet. Jetzt gehen wir zu Haus Nummer 14. Auf die gegenüberliegende Seite. Da, wo ich jetzt hingehe, war früher der Marktplatz. Das Gebäude Nummer 14 grenzt an den Friedhof dran. An dem Friedhof ist das Besondere, als wir dort waren, dort wurde in einem Grab ein Bauernwehr gefunden. Dazu kamen Funde von einer Brosche und einer Fibel. Das ist selten in diesem, also in Batschewko oder in Alt-Wartenburg. Es gibt die wenigsten Gräber, die sowas haben, also Beilagen. Hier sehen wir einen Brennofen, der dort noch abgedeckt war. Ja, also das Abgedeckte ist der Brennofen, den wir gerade als Foto gesehen haben.
Ja, dort in der Ecke sehen wir so ein Eck des Hauses, beziehungsweise des Kellers. Das Haus ist ja nicht mehr da, nur der Keller hat sich erhalten. Ja, da sehen wir auch wieder die Brandspuren. Und auch noch ein Gefäß, was sich erhalten hatte. Wie gesagt, das war das letzte Gebäude und es grenzte an den Friedhof dran. Da sehen wir schon mal ein Skelett. Wir werden noch mehrere davon sehen. An der Ausgrabung nahmen Anthropologen teil, Archäologen, Historiker sowie Studenten dieser Bereiche. Und wir, Sabine und ich. Ja, da sehen wir eine Anthropologin, Paola, die sich gerade etwas entspannt nach dem Freilegen des Skeletts. Diese Fläche haben wir abgescannt mit unserem Terrovido-Gerät. Ein Foto davon ist, glaube ich, zu sehen in der Ausgabe. Die Auswertung der Messungen, die werden noch folgen. Und wir werden nächstes Jahr an der gleichen Stelle dann graben und gucken, ob das, was gezeigt worden ist, auch wirklich zu finden ist. Die Hauptaufgabe war Einmessen von einem Brunnen. Das haben wir leider nicht geschafft. Aber wir sind nicht die Ersten, die es nicht geschafft haben. So, jetzt kommen wir zu dem Friedhofsbereich, wo viele Skelette zu sehen sein werden. Hier sehen wir ein Grab, in dem ein Bauernwehr gefunden worden ist, was ich vorher sagte. Ja, das ist hier noch nicht freigelegt, das passiert in den Tagen danach. Was ein Bauernwehr war und die Fotos davon seht ihr bei uns in der Ausgabe 38 von Relikte der Geschichte, die am 14. Oktober erschienen ist. So, jetzt kommen wir nochmal zum Haus Nummer 14. Da sieht man jetzt die Ecke. Also eine der Ecken. Hier sieht man ganz gut, wie es gebaut worden ist. In Ecke, also Senkrechtpfosten und dazwischen waagerechte Bretter oder Balken. Ja, so wurde hier alles errichtet in Holzbauweise. Hier wurde noch nichts aus Stein gefunden. Die Kirche wurde auch noch nicht gefunden. Die Vermutung ist, die müsste irgendwo am Friedhof sein. Aber es ist vermutlich auch noch nur aus Holz gewesen. Deswegen ist ja alles abgebrannt und die Stelle wurde noch nicht freigelegt. Also wir hoffen in den nächsten Jahren dort doch die Kirche zu finden. Wir wurden von Dr. Arek Koperkiewicz eingeladen, nächstes Jahr wieder daran teilzunehmen. Vielleicht haben wir dann neue Erkenntnisse. Jedenfalls werde ich dann auch wieder ein Video machen. Das erste Video haben wir 2018 gedreht, nach 4 Jahren jetzt das neue und wir hoffen, dass es nächstes Jahr keine Probleme mit Corona gibt und wir wirklich vor Ort sein können. Hier seht ihr, wie ich mit dem Terrovido-Gerät eine Messung vornehme. Das war außerplanmäßig, da hat uns der Dr. Arek Koperkiewicz gebeten, einmal zu messen. Da wurde ja etwas eingezeichnet und wir wollten einfach messen und gucken, ob das Gerät das bestätigt. Teilweise hat es ja getan, teilweise nicht. Das Bild wird gleich eingeblendet, was das Gerät uns angezeigt hatte. Es war etwas kompliziert, weil ich ja mit dem Tablett immer rumhantieren musste. Wenn die eine Band zu Ende war, musste ich wieder einschalten, ausschalten und neu starten. Ja, im Vordergrund ist dort noch das Haus Nummer 13.
Also wir haben an 4 Stellen gemessen. Einmal auf dem Marktplatz, dann hier, dann dort, wo ihr das gesehen habt, bei Paola. Und auch dort, wo wir den Ofen gesehen haben, dort haben wir auch gemessen. Hier sehen wir nach der Messung, wie gegraben worden ist. Das, was wir hier eingezeichnet sehen, waren Verfärbungen. Man trägt jetzt die Erde ab, versucht eine Planung zu machen. Die Erde wurde dann gleich untersucht. Mit Pinpointern war das ein bisschen mehr, dann mit einem Metalldetektor. Die Grube muss dann etwas erweitert werden, weil es kam raus, dass sich die Verfärbung in die Richtung bewegt, wo die Erde dann draufgekippt worden ist. Also musste man wieder den Aushub zur Seite schieben und das etwas weiter in Richtung Wiese erweitern. Ja, in diesen Kasten kamen dann die Funde. Hier sehen wir einen der Kollegen, der mit dem Pinpointer nach Metall sucht. Es wurde ziemlich viel Schlacker gefunden, aber auch ein paar kleine schöne Funde. Ich zeige euch jetzt nicht alle, aber ein paar Funde werden gezeigt am Ende des Videos. Ja, jetzt sieht man mich, wie ich dort im Aushub nach Metall suche. Habe auch etwas Schlacke gefunden. Ein paar Metall-Zwischenteile, sage ich mal dazu, weil man schwer erkennen konnte, was es ist. Jetzt kommen wir gleich zu den Bildern der Funde. Die lasse ich unkommentiert, ist eigentlich klar, was zu sehen ist. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch den Kanal nicht abonniert habt, dann macht das jetzt bitte. Ich freue mich über jeden Daumen hoch und über jedes neue Abo. Danke für eure Aufmerksamkeit, euer Octavian von Relikte der Geschichte.